Guten Morgen, Anna. Oder sollte ich sagen, Mahlzeit? Morgen, Lukas. Bitte nicht so laut. Mein Kopf schläft noch. Es ist Januar, Anna. Das neue Jahr hat begonnen. Wir müssen voller Energie sein. Energie? Ich habe nur Energie für Kaffee. Die Feiertage waren anstrengend. Warum anstrengend? Warst du nicht im Urlaub? Ja, aber Urlaub ist harte Arbeit. Essen, schlafen, Familie besuchen, wieder essen. Ich fühle mich wie ein Bär im Winterschlaf. Verstehe. Aber jetzt sind wir zurück. Willkommen beim Learn German Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Anna. Entschuldigung für meine Laune. Ich brauche nur etwas Zeit. Zeit ist ein gutes Stichwort. Wir haben 12 neue Monate. 2026 ist da. Oh nein, bitte frag mich nicht nach meinen Vorsätzen. Doch, genau das frage ich. Was ist dein Plan für dieses Jahr? Lukas, ich will ehrlich sein. Ich habe Angst vor Plänen. Warum? Was ist letztes Jahr passiert? 2025 war ein Chaos. Ich hatte eine Liste, eine riesige Liste. Erzähl uns davon. Was stand auf der Liste? Nummer 1. C1 in Deutsch. Nummer 2. Jeden Tag Yoga. Nummer 3. Kein Zucker. Nummer 4. Ein Buch pro Woche lesen. Wow, das ist kein Plan, das ist ein Bootcamp. Und was hast du erreicht? Nichts davon. Im Januar war ich motiviert, im Februar war ich krank, im März habe ich alles vergessen. Lass uns das grammatikalisch analysieren. Liebe Zuhörer, das ist wichtig. Anna, sag den Satz im Perfekt. Ich nehme mir zu viel vor. Ich habe mir zu viel vorgenommen. Genau. Sich etwas vornehmen. Das ist der erste Schritt. Aber dein Fehler war die Menge. Ich wollte perfekt sein, aber ich bin gescheitert. Du bist nicht gescheitert. Deine Strategie war falsch. Du hattest kein Warum. Was meinst du mit warum? Ich wollte fit sein. Das ist doch ein Grund. Das ist zu schwach. Wir brauchen eine Struktur. Wir benutzen zu. Erklär mir das bitte. Zu verbindet eine Handlung mit einem starken Ziel. Beispiel: Ich lerne Deutsch, um in Berlin zu studieren. Ah, das Ziel steht am Ende mit zu. Lass uns das intensiv üben. Ich gebe dir eine langweilige Handlung, du gibst mir ein spannendes Ziel mit zu. Bist du bereit? Ich bin bereit. Leg los. Handlung: Ich spare 1000 Euro. Ich spare 1000 Euro, um mir ein neues Laptop zu kaufen. Sehr gut, das ist konkret. Handlung: Ich stehe um 5 Uhr auf. Das ist hart. Okay, ich stehe um 5 Uhr auf, um in Ruhe zu meditieren. Handlung: Ich esse viel Gemüse. Ich esse viel Gemüse, um mehr Energie zu haben. Jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörer. Ich gebe euch den Satzanfang, ihr beendet ihn laut. Ich höre diesen Podcast. Habt ihr gesagt, um besser Deutsch zu sprechen? Das ist perfekt. Anna, damit 2026 funktioniert, benutzen wir die SMART-Methode. Ich habe davon gehört, aber was bedeutet das genau? Jeder Buchstabe ist eine Regel. Gehen wir sie durch. S steht für spezifisch. Wie spezifisch? Nicht ich will laufen, sondern ich laufe 5 Kilometer. Das ist spezifisch. Okay, verstanden. Was ist M? M ist messbar. Kannst du es zählen? Ich will besser Deutsch sprechen ist schwer zu messen. Ich lerne 50 neue Wörter ist messbar. Das macht Sinn. Zahlen lügen nicht. Und A? A ist attraktiv. Das Ziel muss Spaß machen. Wenn du Joggen hast, dann geh nicht joggen. Geh tanzen. Das gefällt mir. Tanzen ist besser als Laufen. R ist realistisch. C1 in einem Monat? Nein.
Das war mein Fehler letztes Jahr. Und T ist terminiert. Du brauchst eine Deadline. Okay, mein neues Ziel ist, ich lerne jeden Tag 10 Vokabeln, messbar, um im Sommer, Termin, einen deutschen Film zu verstehen. Attraktiv. Das ist ein perfektes Smart-Ziel. Willkommen zurück zu Teil 2. Wir haben einen Plan. Aber Anna, was passiert im Februar? Der Februar ist dunkel. Es ist kalt. Ich bin müde. Das ist die Februarfalle. Am 1. Januar sind wir Helden. Am 1. Februar sind wir müde. Wie überleben wir den Februar? Wir brauchen keine Motivation. Motivation ist ein Gefühl. Gefühle kommen und gehen. Wir brauchen Gewohnheiten. Habits. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Sie wird dir helfen. Die Geschichte vom Steinhauer. Ich liebe Geschichten. Erzähl. Stell dir einen Mann vor. Er steht vor einem riesigen Felsen. Er hat einen Hammer in der Hand. Er will den Stein brechen. Die Sonne scheint heiß. Er schwitzt. Er schlägt das erste Mal. Kling. Der Stein ist hart wie Stahl. Man sieht gar nichts. Er schlägt 10-mal. Kling. Kling. Seine Arme tun weh. Der Stein hat keinen Kratzer. Er muss sehr frustriert sein. Ja, das ist er. Er denkt, ich bin zu schwach, das bringt nichts. Er schlägt 50-mal, 100-mal. Er ist erschöpft. Er will nach Hause gehen. Aber er sagt, noch ein Schlag. Er holt aus. Er schlägt Schlag Nummer 101. Und plötzlich, krach, der riesige Felsen bricht in 2 Teile. Wow, war der letzte Schlag so stark? Nein, Anna, das ist das Geheimnis. Es war nicht der Schlag 101. Es waren die 100 Schläge davor, die Schläge, die man nicht gesehen hat. Das bedeutet, auch wenn ich keine Ergebnisse sehe, passiert etwas? Genau, wenn du Vokabeln lernst und nichts verstehst, du schlägst auf den Stein. Irgendwann kommt der Durchbruch. Ich will weitermachen, aber ich brauche Hilfe für die schlechten Tage. Wir bauen einen Notfallplan. Die Grammatik ist Problem, dann Lösung. Okay, lass uns Szenarien spielen. Szenario 1. Du kommst spät von der Arbeit nach Hause. Du hast Kopfschmerzen. Normalerweise würde ich schlafen, aber mein Plan ist, wenn ich Kopfschmerzen habe, dann höre ich nur 5 Minuten deutsche Musik. Perfekt. Du machst etwas Passives, aber du machst etwas. Szenario 2. Deine Freunde rufen an. Sie wollen ausgehen. Du hast noch nicht gelernt. Das ist schwer. Wenn meine Freunde anrufen, dann lerne ich 10 Vokabeln auf dem Weg zum Restaurant. Genial. Das nennt man tote Zeit nutzen. Szenario 3. Du fühlst dich dumm, weil du viele Fehler machst. Das passiert oft. Wenn ich mich dumm fühle, dann sage ich mir, Fehler sind wichtig zum Lernen. Liebe Zuhörer, das ist eure Hausaufgabe. Schreibt 3 Wenn-Sätze für eure Probleme auf. Wir kommen zum Ende dieser langen Reise. Wir müssen einen Vertrag schließen mit uns selbst. Wir schauen in die Zukunft. Wir benutzen das Futur. Ich werde. Ich bin bereit für den Vertrag. Anna, was versprichst du für 2026? Ich werde nicht aufgeben, wenn es schwer wird. Wiederholt das. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde geduldig mit mir sein. Wiederholt das. Ich werde geduldig sein. Ich werde jeden Tag einen kleinen Schritt machen. Und ich werde euch helfen.
Jede Woche. Lukas, ich danke dir. Ich fühle mich nicht mehr ängstlich. Ich fühle mich stark. Das freut mich. Der Stein wird brechen, Anna. Denk daran. Also, Zusammenfassung für heute. Ziele brauchen zu. Ziele müssen smart sein. Wenn es schwer wird, benutzen wir wenn, dann. Genau. Wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie mit einem Freund. Zusammen lernt es sich besser. Habt eine wunderbare Woche. Esst nicht zu viele Kekse. Ein Keks ist erlaubt. Macht es gut, liebe Deutschlerner. Tschüss, bis bald. Auf Wiedersehen.